Na, sind Sie auch reif für den Urlaub? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir machen Lust auf den Reisesommer 2022. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Unser Urlaub. Unser Thema heute sind Trauminseln. Und genau deswegen bin ich auch hier auf Mallorca unterwegs, auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Und ich will mir hier anschauen, was haben die letzten 2 Jahre Pandemie hier eigentlich so verändert. Außerdem nehmen wir Sie mit auf die absoluten Trauminseln des Sommers 2022. Es geht auf Mallorcas Nachbarinseln, Menorca und Ibiza. Wir besuchen Griechenlands größte Insel Kreta, entdecken Ischia, reisen auf die Kanaren und zur vielleicht schönsten Insel Europas, Capri. Das alles in Unser Urlaub, Trauminseln und mehr. Lange Zeit war das ja richtig schwierig mit dem Urlaub machen. Aber jetzt können wir endlich wieder. Endlich dürfen die Deutschen zurück auf ihre Lieblingsinsel, Mallorca. Auf den ersten Blick sieht es am Strand Playa de Palma schon fast wieder wie früher aus. Doch nach 2 Jahren Pandemie will sich Mallorca verändern. Weg vom Billigtourismus und Party-Hochburg-Image. Die Insel soll schicker und auch umweltfreundlicher werden. Aber lässt sich das jetzt schon spüren? Im Moment merke ich eigentlich noch nichts. Eine Kugel Eis, 2,40 €. Eine Kugel. Also Mietwagen sind natürlich extrem teuer geworden, wo man vorher 100 € die Woche bezahlt hat, zahlt man jetzt 400, 500. Also es ist schon irre. Am Ballermann ist es anders geworden, das ist halt nichts mehr so viel. Das Publikum ist anders, also das sind nichts mehr so viel Betrunkene. Ich kann noch erzählen von Mitte der 90er. Da konntest du noch am Strand sitzen, mit dem Eimer, mit Strohhalmen. Volles Programm, wie im Film. Heute undenkbar. Ich war tatsächlich das letzte Mal 2016 hier und ja, da war es schon ein bisschen asozialer, muss man sagen. Also es geht schon etwas gesitteter hierher dann. Also es ist schon schön. Ich glaube halt, dass Malle natürlich auf der einen Seite schon möchte, dass sie seriöser werden und dass sie halt dieses Sauftourismus-Image wegkriegen. Auf der anderen Seite sind sie aber darauf angewiesen. Also außer so ein paar Verbotsschildern am Strand ist von diesen neuen Strategien nicht wirklich viel zu spüren. Aber da kümmern wir uns nachher noch mal detailliert drum. Jetzt geht's erstmal raus in die Natur, denn die schönsten Orte auf Mallorca, die sind abseits vom Massentourismus zu finden, weit weg vom Partyvolk. Mallorca-Kenner sagen, das sei der schönste Strand der Insel. Der 6 Kilometer lange Naturstrand von Estrenc ist von Bauwahn und Massentourismus verschont geblieben. Das haben Touristen und Einheimische dem Engagement von Umweltschützern zu verdanken. Damit das ursprüngliche Bild des Strandes erhalten bleibt, soll es hier auch in Zukunft keine Strandbars mit Terrassen oder Süßwasserduschen geben. Und das angespülte Seegras gehört hier einfach zur Natur dazu. Es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, ja, das ist ja gar kein perfekter Strand. Hier, guck mal den ganzen Dreck an, der hier rumliegt. Aber weit gefehlt, denn das sind ganz besondere Wasserpflanzen. Und wenn man die hier findet, diese Wasserblumen und diese wunderschönen Muscheln, dann zeugt das nicht von Verschmutzung, sondern von einem absolut gesunden Ökosystem und von einer perfekten Wasserqualität. 40% von Mallorca stehen unter Naturschutz. Dieser Sandstrand gehört genauso dazu wie das dahinterliegende Gebiet. Direkt hinter den Dünen trifft man auf eine einzigartige Flora und Fauna. In dem 2800 Hektar großen Naturschutzgebiet leben mehr als 160 verschiedene Vogelarten. Und wer Glück hat, kann in den Brackwasserlagunen und Sumpfgebieten sogar Flamingos beobachten. Und mittendrin befinden sich die weißen Salzberge von Ses Salines. Und ich habe hier eine Verabredung, denn ich will mehr erfahren über die Salzgewinnung des berühmten Flor de Sal d'Estrenc. Das erste Salz, das ich zu sehen bekomme, ist allerdings ganz schön grobkörnig. Und die Salzberge sind in diesen Tagen auch nicht ganz so weiß wie üblich. Der Direktor des Ses Salines erklärt mir, warum. Dieses Jahr sind die Berge ein bisschen dunkler, weil wir hatten vor einigen Monaten Sahara-Wind und da kam auch Sahara-Erde dabei. Und normalerweise sind die ganz, ganz weiß. Als Anekdote, eine ganz große Modefirma war hier im November und hat hier gedreht, als ob sie in den Schnee wären, in den Bergen. Und das Modell stand hier mit dem Schieß und das ist das ist überall in Deutschland in den Katalog. Und das sind unsere Schneeberge. Also, falls man mal irgendwie eine Schneelandschaft braucht,
kriegt man auch hier auf Mallorca. Genau so ist es. Erst Kulisse für Fotoshootings, dann normales Speisesalz fürs Nudelwasser. Die einfachste Qualität wird in riesigen Salzwasserbecken gewonnen. Das Meerwasser wird über einen Kanal aus der Bucht von Estrenc eingeleitet. Sonne und Wind reduzieren das Wasser und zurück bleibt das Meersalz, das einmal im Jahr mit Baggern abgebaut, gereinigt und weiterverarbeitet wird. Salzproduktion im großen Stil. Wesentlich aufwendiger ist die Gewinnung des berühmten Flor de Sal. Die Salzwasserbecken sind hier viel kleiner und die Ernte ist echte Handarbeit. Die Salzkonzentration geht hoch und dann bildet sich für nur einen Tag eine sehr feine Schicht Meeressalz an der Oberfläche des Meereswassers. Und bevor die nach unten geht, ohne dass die den Boden berührt und gar nichts, wird das von unseren Kollegen geerntet. Schnell oben abgeschöpft. Genau. In der Hochsaison ist jeder Salinero, wie die Mitarbeiter hier heißen, nur für eine Handvoll Becken zuständig. Die feinen Salzkristalle werden immer wieder abgeschöpft. Es ist ein bisschen wie Pool sauber machen, ne? Also wie in Pool. Ja, wie, ganz einfach eigentlich. ja. Ne? Aber wenn in dem Pool das Schönste und Feinste an der Oberfläche wäre. Bis zu 300 Kilo erntet jeder Salinero so am Tag. Das will ich auch mal versuchen. Es ist gar nicht so leicht, den Rechen zu halten, ohne dabei den Boden zu berühren. Die Sonne brennt den ganzen Tag. Es ist tatsächlich, glaube ich, körperlich ganz schön anstrengend, wenn man das stundenlang macht. Also das geht jetzt schon in den Rücken. Und ich mache es gerade 2 Minuten. Und jetzt weiß ich auch, warum die alle diese Sonnenhüte aufhaben. Das weiße Gold von Estrenc zu gewinnen, ist harte Arbeit. Eine Führung durch die Salinen kostet 8 € für Erwachsene und lässt sich gut mit einem Tagesausflug zum Strand oder zum Naturschutzgebiet verbinden. Also wer Salz mag oder Natur oder Vögel oder alles drei, der ist hier wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Während ich jetzt noch Salz für zu Hause shoppe, zeigen wir Ihnen Mallorcas kleine Schwester, Menorca. Dort drüben liegt sie, nur 65 Kilometer von Mallorca entfernt. Die kleinere, Minor, wie die alten Römer Menorca genannt haben, ist 50 Kilometer lang und nur 16 Kilometer breit. Auf Menorca ist es viel ruhiger als auf Mallorca. Der Tourismus kam erst viel später hierher und Massentourismus gibt es bis heute nicht. Es ist beschaulicher. Und für so manchen deshalb auch angenehmer. Die gesamte Insel ist seit 1993 Biosphärenreservat. Das Klima Menorcas ist etwas feuchter und kälter als das der anderen Balearen. Viele Pflanzen und Tiere haben sich an die speziellen Gegebenheiten angepasst und weiterentwickelt. Zu den bekanntesten Routen auf der Insel gehört der historische Camí de Cavalls, der Pferdeweg, der immer an der Küste entlang rund um die gesamte Insel führt. Einst diente er zur Verteidigung Menorcas, als militärischer Verbindungsweg zwischen den einzelnen Wachposten. Pferdefans sind auf Menorca genau richtig. Die Menorquiner lieben Pferde und sind stolz auf ihre eigene Rasse, Caballo de pura raza menorquina. Reiturlaub ist eine ganz besondere Art, diese Insel kennenzulernen.
Die Menorquiner sind Pferdenarren. Beim Fest des heiligen Johannes, wie auch bei vielen anderen Volksfesten der Insel, steht das Pferd im Mittelpunkt. Der Reiter tritt in die Häuser ein und bringt den Bewohnern damit Glück. Seinen Ursprung hatte das vermutlich im 14. Jahrhundert, als die Einwohner zu der kleinen Kapelle ihres Schutzpatrons ritten. Außerdem gibt es Turniere, bei denen die Reiter ihre Geschicklichkeit beweisen müssen. In einer Prüfung müssen sie zum Beispiel im vollen Galopp mit einer Lanze einen kleinen Gummiring aufspießen. Ciutadella hat einen schönen Naturhafen, von dem aus ein Weg hoch in die Altstadt führt. 1558 war die Stadt weitgehend zerstört, nachdem die Türken sie überfallen hatten. Später erlebte sie einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die meisten Stadthäuser und kleineren Paläste wurden im 18. und 19. Jahrhundert erbaut. Bis heute leben hier viele menorquinische Adelsfamilien. Wer in der Fischhalle von Ciutadella einkauft, kann die Ware gegen einen Aufpreis im Restaurant gleich neben dem Markt direkt frisch zubereiten lassen. Allerdings ist fangfrischer Fisch aus dem eigenen Meer mittlerweile nicht mehr üppig vorhanden. Ein Teil der Fische stammt nicht aus dem Mittelmeer, sondern aus dem Atlantik. Der Ortskern von Fornells hat sich trotz der Touristen in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Keine Hotelburgen, keine Menschenmassen. Dafür aber viele Wassersportbegeisterte, denn in der Bucht von Fornells herrschen ideale Windbedingungen. Mehrere Segelschulen im Ort bieten Kurse an. Boote lassen sich aber auch ganz einfach selbst mieten, um die Küste auf eigene Faust zu erkunden. Geführte Kanutouren sind ein Highlight, weil die Guides die schönsten Plätze kennen und das Wetter gut einschätzen können. Wichtig auf dem Wasser. Auf Menorca gibt es das zweitgrößte Feuchtgebiet der Balearen. Ein besonderer Ort, vor allem für Zugvögel. Mehr als 90 Vogelarten brüten auf den Felseninseln. Pflanzen wie der Queller haben ihre eigene Strategie entwickelt, mit dem Salzwasser umzugehen. Sie filtern und speichern es in ihren Blättern. Nur so können sie in dieser unwirtlichen Gegend wachsen und überleben. Wenn Menorca Ihnen jetzt so ein bisschen zu ruhig ist und Mallorca vielleicht ein bisschen zu viel, Sie aber auf der Suche sind nach einem außergewöhnlichen Lebensgefühl, dann könnte Ibiza was für Sie sein. Auch wenn Ibiza als Hippie-Hochburg und Party-Hotspot berühmt geworden ist, die Insel hat noch viel mehr zu bieten. An der 210 Kilometer langen Küste gibt es viele ruhige Fleckchen und im Landesinneren immer noch Ursprüngliches.
Viele auf Ibiza sprechen von einem ganz bestimmten Lebensgefühl. Von Freiheit, einem sehr entspannten und lockeren Umgang, gemischt mit ganz viel Sonne. Das hängt sicher auch mit der starken Hippie-Tradition der Insel zusammen, die bis heute existiert. Vor allem sonntags kommen sie an den Strand Beniras, um den Sonnenuntergang zu feiern. Viele kamen und gingen wieder, aber einige blieben bis heute und suchten sich Arbeit, um zu überleben, oft im kreativen Bereich. Den berühmten Hippie-Markt Las Dalias in San Carlos gibt es seit 1985. Alle, die auf Ibiza die Flower-Power-Kultur weiterleben wollten, mussten auch in Kauf nehmen, dass mit dem Massentourismus das Leben auf Ibiza extrem teuer und damit schwieriger wurde. Santa Eulalia, die zweitgrößte Stadt Ibizas, ist weit weg vom Partyrummel und hat sich auf Familienurlaub spezialisiert. Auch das geht auf Ibiza. Es gibt einen kinderfreundlichen Strand und Unterkünfte in allen Preislagen. Auch Barrierefreiheit ist ein Thema hier. 30 barrierefreie Hotels gibt es in Santa Eulalia, mehr als in den anderen Orten auf der Insel. Und die kümmern sich um ihre Gäste, zu Lande und zu Wasser. Vom Yachthafen Santa Eularias aus starten Bootstouren, zum Beispiel zu Tauch- und Schnorchelausflügen. Oder auch zum Mittagessen in die kleine idyllische Bucht Cala Mastella, in der sich ein berühmtes Restaurant befindet, El Bigotes, was übersetzt Schnurrbarthaare heißt. Berühmt ist das El Bigotes für einen Eintopf mit frischem Fisch, Gemüse, Reis und Kartoffeln, gewürzt mit viel Safran, Pfeffer, Salz, Knoblauch und Lorbeerblättern. Jetzt geht's nach Ibiza Stadt. Die Inselbewohner nennen ihre Hauptstadt übrigens Eivissa, das ist Katalan. Unser Ziel? Dalt Vella, die Altstadt mit ihrer gigantischen Festung. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die sogenannte Adlib-Mode entstand während der Hippie-Zeit in den 1970er Jahren und ist von der Insel nicht wegzukriegen. Es gibt diesen speziellen Ibiza-Style in vielen Varianten, auch bei den Luxus-Wohnträumen. Nur wenige Kilometer südlich der Hauptstadt liegt der wohl bekannteste Strand Ibizas, die Platja den Bossa. Im Süden befinden sich die teuren Beachclubs, in denen Liegen und Getränke richtig teuer sind. Schon tagsüber grooven DJs die Gäste auf die Partys am Abend ein. Fazit: Ibiza bietet für jeden Urlauber die richtige Prise Ruhe und Glamour.
Das Feiern auf Ibiza hat ja eher einen schickeren Ruf. Also Hemd, hohe Hacken, Champagner und Co. Bei Mallorca sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Man denkt da vor allem an Deutschlands Trikots und Kampftrinken am Strand. Und genau dieses Bild vom billigen Sauftourismus will die spanische Regierung jetzt ändern. Düsseldorf! Düsseldorf! Seit April gelten am Ballermann neue Benimmregeln. Alkohol, Flatrate und Happy Hours in Hotels und Bars sind jetzt verboten. Wer mit freiem Oberkörper oder einer Zigarette an der Promenade langläuft, riskiert eine saftige Geldstrafe zwischen 100 und 3.000 Euro. So viel Geld hatte ich nicht dabei, glaube ich. All gut, all gut. Was hat sich denn in den letzten Jahren so verändert im Malle-Urlaub? Was ist besser geworden, was ist schlechter geworden? Es ist restriktiver geworden. Mehr Regeln, es hört früher auf, die Bekleidung ist anders geworden. Klar, die Leute wollen hier ein bisschen weniger Malle-Sauftourismus, nachvollziehbar, aber das wollten sie ja auch bereits vor 20 Jahren schon. Aber es fühlt sich jetzt nicht schlimm an. Es passt für uns. Auch Lautsprecher, Megafone und Kostüme sind verboten. Kontrolliert wird das aktuell aber kaum. Hier sieht man ja auch gar keine Polizei, also ich glaube, es ist relativ entspannt auch noch so hier. Es ist immer noch so, dass Malle irgendwie halt trotzdem eine Familie ist. Fertig. Alle haben das gleiche Ziel, alle wollen sich abdichten und eine gute Zeit haben. Die Regionalregierung von Palma bittet auf Plakaten für einen mäßigen Umgang mit Alkohol. Von den Balearen geht unsere Reise jetzt weiter nach Griechenland, eines der Top-Reiseziele 2022. Und neben Mallorca ist Kreta laut dem Deutschen Reiseverband der absolute Favorit für Pauschaltouristen. Es ist nicht nur ein bisschen preiswerter da, sondern auch nicht so überlaufen, trotz fast 30 Millionen Touristen pro Jahr. Andrea Griesmann zeigt uns die größte griechische Insel Kreta. Mit 300 Sonnentagen im Jahr, spektakulärer Unterwasserwelt, der berühmten Gastfreundlichkeit, jeder Menge Kultur und wunderschönen Bergen gehört diese Insel zu den beliebtesten. Chania gilt als eine der ältesten ununterbrochen bewohnten Siedlungsstätten Europas. Bis 1971 war sie die Hauptstadt Kretas. Geprägt wurde Chania vor allem von den Venezianern, die die Stadt 450 Jahre beherrschten. Der venezianische Löwe prangt noch immer an der alten Stadtmauer, an der Sabionetta Bastion. Die Venezianer kamen 1207 und haben mehrere Häfen, Festungsanlagen und wunderschöne Paläste zurückgelassen. Chania ist im Sommer recht voll, aber trotzdem ein Muss für Kreta-Reisende. In der autofreien Altstadt gibt es verwinkelte Gassen und die venezianische Vergangenheit zeigt sich hier an vielen Stellen. Die Kreter finden die venezianische Besatzung rückblickend gar nicht so schlecht. Die reichen italienischen Kaufleute haben sie nie brutal unterdrückt und außerdem viel Schönes zurückgelassen. Auf dieser venezianischen Hausruine steht geschrieben: Niemand ist arm, der eine große Seele hat. Sie hatten halt Kultur, die Venezianer. In der Stadt haben auch andere Völker ihre Spuren hinterlassen. Von den Türken zeugen vor allem die Minarette. Chania hat 6 Moscheen. Δεν τόλμησα να πω τι νιώθω, τι αισθάνομαι. Να βρω μια λύση προσπαθώ να αντέξει η καρδιά. Musikalisch stimmt sich Andrea jetzt auf die Swinging 60s ein. Denn ihr Weg führt sie nach Matala, dem legendären Hippie-Nest. Sie ist mit jemandem verabredet, der die wilden Zeiten erlebt hat und seitdem jedes Jahr dorthin zurückkehrt.
Matala, Mythos und Aussteigernest. Hippies aus aller Welt kamen in den 1960ern hierher, meistens mit wenig Geld, viel Drogen und dem Wunsch, unkonventionell zu leben. Jürgen erzählt, er sei damals eher zufällig hierhin geraten. Aber er war von dem Ort so fasziniert, dass er bis heute immer wieder zurückkehrt. Für ihn ist Matala eine zweite Heimat geworden. Für Jürgen lag damals Magie in der Luft. Der Traum von unbegrenzter Freiheit, von einem Leben in ewiger Lust. In Matala schien so etwas möglich zu sein. Am Strand sind gigantische Sandsteinfelsen, deren Wohnhöhlen schon in der Jungsteinzeit entstanden sind und die frühen Christen als Grabstätten genutzt haben. Das bezeugen die in Stein gehauenen Sarkophage. Heute ist der Ort eine archäologische Stätte. Der Besuch kostet Eintritt. Das war in den 1960ern noch ganz anders. Damals richteten sich die Hippies hier ein. Jürgen war zum ersten Mal 1966 hier. Er schlief mit seiner Freundin meist am Strand. Das Leben in den Höhlen hat er trotzdem mitbekommen. Du warst in den 60ern schon hier und du kommst immer noch hierher. Nach so langer Zeit zieht es dich immer wieder nach Matala. Warum? Was ist hier? Also ich mag die Mentalität, ich mag die Kreta. Ich kann ein bisschen die Sprache, das hilft mir. Und Matala hat das, was es am Anfang gehabt hat, hat es irgendwie immer noch. Es hat sich natürlich total verändert, es ist kommerzieller geworden, es kommen die Busse, ne? Es stehen im Sommer 50 Busse da an der Straße. Aber es gibt immer noch etwas, was typisch Matala ist. Und das Wichtigste, glaube ich, ist die Landschaft. Die Landschaft bleibt so. Und irgendwo die Seele Matala, ich glaube, die ist immer noch da. Und Matala ist bei aller Kommerzialität verrückt. Es ist immer noch was Verrücktes. Und dieses Verrückte zu spüren, also das spürst du, das zieht mich hin. Die Hippie-Vergangenheit Matalas zieht heute noch viele Touristen in ihren Bann. Wir sind zurück auf Mallorca und gerade hier im Puerto Portals. Das ist der Hafen für die Reichen und Schönen. Und hinter mir sehen Sie schon die riesigen Yachten der Superreichen. Auch so kann man natürlich einen sehr schönen Inselurlaub machen. Ich kann mir das gut vorstellen. Man braucht eben das nötige Kleingeld. Aber die nächste Insel, die wir zusammen besuchen wollen, die packt da noch mal eine Schippe drauf. Und die bietet sogar Stoff für Hollywood-Filme. Sie ist das Ziel des internationalen Jetsets. Alle möglichen Stars haben auf dieser Insel schon Urlaub gemacht. Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts. Sogar Heidi Klum hat hier geheiratet. Und es geht natürlich um die wunderschöne und legendäre Insel Capri. Und alle möglichen Stars und auch Normalsterbliche wollen unbedingt dahin. Und zwar an einen ganz bestimmten Ort auf der Insel. Welcher das ist, zeigt uns Tamina Kalle. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, dann wird's so richtig romantisch. Und am nächsten Morgen geht's für Tamina dann aufs Ausflugsboot. Das Ziel? Klar, diese eine berühmte Grotte. Wenn das Wetter gut ist, dann kann man da drin wirklich sein blaues Wunder erleben.
Und das lockt jede Menge Touristen an. Vor Capris berühmter blauer Grotte kann es auch mal bis zu 2 Stunden dauern, bis es reingeht. Der Eingang ist nur 1,5 Meter hoch. Das Licht im Inneren reflektiert so blau, weil es unter Wasser durch ein Loch in der Felswand eintritt. Oh, das Meer so blau ist, Slap in Capri. Oh, die große Schau ist, Slap in Capri. Daher sieht man Strand. Vom Hafen fährt die Funiculare nach Capri Zentrum. Dort gibt es neben historischen Palazzi und alteingesessenen Luxushotels vor allen Dingen eine hohe Dichte an kostspieligen Designerläden. Capri-Stadt pflegt sein Luxus-Image. Schließlich sind wir immer noch auf der mondänsten Insel im Mittelmeer. Der Aufstieg Capris als Sinnbild für mediterranes Urlaubsvergnügen begann in den 1950er und 60er Jahren. Künstler und andere Prominente hatten ihr italienisches Mekka gefunden. Ihnen folgten all jene mit Sack und Pack, die an diesem Glamour teilhaben wollten. Um den Glamour geht's heute irgendwie immer noch. Anders lassen sich die Heerscharen an Tagestouristen nicht erklären, die in der Urlaubszeit hier täglich einfallen. Daher unser Tipp: Wenn die letzten Boote am späten Nachmittag abgelegt haben, wird es auf Capri ruhig und entspannt. Fahren Sie deshalb außerhalb der Saison, etwa im Frühjahr hierher, und bleiben Sie über Nacht, zum Beispiel im unbekannteren Teil der Insel auf Anacapri. Das ist nicht nur preiswerter, sondern auch authentischer. Und nach einem ruhigen Nachmittag könnte es sogar sein, dass es am Abend wirklich romantisch wird, wenn die rote Sonne im Meer versinkt. Nur 1 Stunde mit der Fähre entfernt liegt Ischia. Sie ist die größte Insel im Golf von Neapel. Auf Ischia beginnt die Saison nach Ostern. Das Meer ist dann natürlich noch zu kalt zum Baden. Aber was macht das schon bei den vielen natürlichen heißen Quellen? Badeurlaub geht hier deshalb auch schon im Frühjahr in einem der Thermalbecken. Dass es hier überall so heiß sprudelt, liegt daran, dass die Insel vulkanischen Ursprungs ist. An einer Stelle fließt das Thermalwasser sogar ins Meer. Aber komfortabler ist es, in einen der unterschiedlichen Thermalparks zu gehen. Berühmt sind die Poseidon-Gärten in der Sitara-Bucht bei Forio. Seit ihrer Gründung 1959 haben sie sich ständig verändert und weiterentwickelt. Heute gibt es 22 Thermalbecken mit unterschiedlichen Wassertemperaturen. Von den wärmsten mit 40 Grad geht es in ein eiskaltes 15 Grad Becken. Pfarrer Kneipp hätte es hier gefallen. In den nicht ganz so heißen Becken ist Entspannung angesagt. Die Heilwirkung von Wasser kannten schon die alten Römer. Ischia ist ja schon vom Altertum her bekannt als eine der bedeutendsten Heilquellen, Inseln überhaupt auf der Welt. Und wir haben hier im Poseidon-Garten auch sehr viele Quellen, also 8 bis 10 Quellen, die also alle eine Heilwirkung haben.
Hier wird das Wasser für die verschiedenen Becken aufbereitet. Das Wasser bekommen wir aus der Erde, denn hier gibt es heiße Wasseradern. Die stammen von Ischguias Vulkan Epomeo, der zurzeit schläft. Dieses heiße Wasser leiten wir hier in die Zentrale und mischen es mit kaltem, um die richtigen Temperaturen für die verschiedenen Becken zu erzeugen. Ich erlebe hier den vollkommenen Frieden. Hier kann man seine Zeit auf eine Weise verbringen, besser kann man sich das nicht vorstellen. Die Natur hat auf Ischia etwas Besonderes kreiert. Nirgendwo sonst im Mittelmeer gibt es mehr heiße Quellen als hier. Besonders heilsam soll auch das Wasser der Nitrori-Quelle sein, die sich an der Südküste der Insel befindet. Das sulfathaltige Thermalwasser sprudelt mit 27 Grad aus dem Felsen. Es soll gut für die Haut sein und gegen viele andere Leiden helfen. Die Hydrotherapie wird ergänzt durch eine Aromamassage mit Kräutern, die hier rundherum wachsen. Das Wasser der Nitrori-Quelle geht als Thermalbach ins Meer, und zwar am heißesten Strand der Insel, dem Maronti-Strand. Im wahrsten Sinne des Wortes der Hotspot der Insel. An einigen Stellen kommt heißer Wasserdampf aus der Erde und erhitzt den Sand bis zu 100 Grad. Vorsicht ist geboten, aber richtig angewandt ist ein Sandbad gut gegen Schmerzen. Der Urgrund und die Hauptmotivation für Urlaub ist ja immer, dass man Entspannung und Erholung sucht. Aber für jeden Menschen bedeutet das was anderes. Die einen entspannen beim Sport, beim Klettern in den Bergen, die brauchen Action. Die anderen liegen lieber den ganzen Tag am Pool oder am Strand, lesen was. Und andere wieder wollen sich besondere architektonische Bauwerke angucken oder Kirchen. Für mich muss es immer eine Mischung sein, aus viel Action, aber auch genug Zeit zum Faulenzen. Und Mallorca hat wirklich für jeden dieser Urlaubstypen was zu bieten. Auch für die, die eher Kultur und Ruhe suchen. Eines der Wahrzeichen von Palma de Mallorca ist die Kathedrale der Heiligen Maria. Im Volksmund wird sie auch La Seu genannt. Im Katalanischen bedeutet das Bistumssitz. Schon im Jahr 1230 war Grundsteinlegung. Aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Arbeiten beendet. Viele Baustile haben im Laufe der Jahre hier Einzug gehalten. Auch der berühmte Architekt Antonio Gaudí steuerte Elemente des katalanischen Jugendstils bei. Die Kathedrale wirkt wirklich groß. 18.000 Menschen sollen hier reinpassen. Ganz besonders beeindruckend sind die vielen Buntglasfenster. Das größte ist fast 100 Quadratmeter groß und liegt auf der Ostseite des Gebäudes. Kleiner Tipp, wer die Kathedrale am Vormittag besucht, dem bietet sich ein ganz besonderes Lichtspektakel. Nächster Stopp, die Serra de Tramuntana. Denn die Bergwelt Mallorcas ist ein weiteres, reizvolles Gesicht dieser Insel. Im Norden Mallorcas zieht sich eine Bergstraße quer durch das Gebirge, das 2011 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Diese Strecke ist vor allem bei Motorrad- und Radfahrern sehr beliebt. Bis zu 1443 Metern sind die Berge hier hoch. Naturfreunden und Wanderern bieten sich in dieser ursprünglichen Vegetation immer wieder spektakuläre Aussichten. Von hier aus geht unsere Reise jetzt weiter zur zweitgrößten Insel der Kanaren. Und die ist vor allem was für Sonnenhungrige. 300 Tage scheint hier die Sonne. Und dazu gibt es ein ziemlich mildes und warmes Klima. Also eigentlich das ganze Jahr über der perfekte Ort zum Urlaub machen. Aber Gran Canaria kann noch viel, viel mehr.
Es gibt viele Gründe, am Jahresanfang hierher zu kommen. Aber einer ist mit Sicherheit die Mandelblüte, die Ende Januar und Anfang Februar die Bäume rosa färbt und damit die Landschaft verzaubert. Am schönsten zeigt sie sich im Inselinneren. Im Örtchen Tejeda dreht sich dann alles um die Mandel. Das dortige Mandelblütenfest ist der Höhepunkt im Festtagskalender von Gran Canaria. Um die 10.000 Besucher kommen jedes Jahr hierher zum Feiern, Schlemmen und Tanzen. Gran Canaria überrascht seine Besucher immer wieder aufs Neue mit unglaublichen Sonnenuntergängen in den Bergen, seinen 6 Kilometer langen und 2 Kilometer breiten Sanddünen im Süden, Pinienwäldern im Inselinneren und üppiger Vegetation im Westen der Insel. Im Tal von Agaete wachsen Avocados und Papayas. Und sogar richtiger Kaffee. Gran Canarias Hauptstadt Las Palmas hat fast 400.000 Einwohner. Es fühlt sich ein bisschen an wie in Südamerika. Die Altstadt heißt La Vegeta und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Es waren vermutlich diese Hunde, die der Ursprung des Namens Gran Canaria sind. Canis heißt auf Lateinisch Hund und angeblich soll es hier zu Urzeiten eine außergewöhnlich große Hunderasse gegeben haben. Und dann ist da noch der wilde Stadtstrand der Inselmetropole. Manchmal wird er sogar mit der Copacabana verglichen. Ein Highlight erwartet mich noch auf meiner Mallorca-Reise. Der Aussichtspunkt Mirador Escolomer bietet eine der schönsten Perspektiven auf die Insel. Manchmal kann es hier auch voll werden. Doch dieser Blick ist die Fahrt bis in den nordöstlichsten Zipfel der Insel trotzdem wert. 300 Meter fällt die Klippe hier steil ins Meer hinab. Einer der besten Orte der Insel, um einen Sonnenuntergang zu genießen. Für mich war das ja das allererste Mal Mallorca überhaupt. Und ich muss echt sagen, wenn man sich hier so umschaut und so ein Panorama sieht, wie kann man davon nicht begeistert sein? Also auch mich hat die Insel total gepackt. Und jetzt kann ich auch verstehen, was die Leute meinen, wenn sie sagen, Mallorca kann viel, viel mehr als nur Ballermann und Massentourismus. Ich hoffe, wir konnten Sie heute ein bisschen inspirieren und mitnehmen auf unsere Reise. Und vielleicht haben Sie ja auch Ihre Traumurlaubsinsel für 2022 gefunden. Ich hoffe, wir sehen uns hier nächste Woche wieder bei unser Urlaub. Und wenn Sie bis dahin nicht warten können, dann schauen Sie doch gerne mal in der ARD-Mediathek vorbei. Da gibt es nämlich unter der Rubrik Reisen ganz, ganz viele Videos und Reportagen über Reisen und alle möglichen Länder auf der ganzen Welt. Viel Spaß damit, gute Reise Ihnen und bis nächste Woche. Ciao.